Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Mein Name ist Andreas und ich zeige euch heute, wie man den Track Million Voices von Otto Knows ganz einfach zu Hause nachmachen kann. Ich verwende hier die Software Record von Propellerheads. Ihr könnt das aber auch mit jedem anderen Sequencer nachmachen. Ich bearbeite hier einfach Audiodateien. Das sollte jeder unterstützen. Ja, ich spiele euch erstmal vor, um was es geht, und dann sprechen wir uns gleich wieder. Viel Spaß! Ja, uns soll es in dem Tutorial um den Sample-Part gehen und den spiele ich jetzt auch nochmal einzeln an. Wie man sicherlich gehört hat, besteht der aus 4 verschiedenen Samples und die stammen alle aus dem gleichen Lied von Wyclef Jean. Heißt auch Million Voices und ist auf dem Soundtrack zu dem Film Hotel Rwanda. Ja, den könnt ihr euch bei iTunes runterladen oder ihr kauft euch die CD bei Amazon. Bei YouTube könnt ihr euch das Original leider nicht ansehen, aber eine Live-Version gibt es. Uns interessiert bei dem Lied aber eigentlich eher der afrikanische Chor, der am Anfang singt. Aus dem sind nämlich sämtliche Samples gezogen. Ja, als erstes starte ich hier mal ein neues Projekt und stelle die Geschwindigkeit, das Tempo auf 128 BPM. Dann importiere ich die Originaldatei. Die habe ich hier schon mal gekürzt. Das sind nur noch 6,4 Megabyte, eine Wave-Datei. Das habe ich gemacht, weil wir den Rest ja eigentlich nicht brauchen. Wir brauchen nur den Anfang. Und da habe ich das mal auf die Schnelle gekürzt. Lässt sich einfach besser arbeiten. Ja, schauen wir uns mal an. Und ich zoome noch ein bisschen ran, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Hier auch noch etwas zoomen. Und dann spiele ich euch das mal an. Okay, der eine oder andere hat sicherlich das schon gehört, dass die Samples da drin stecken. Um jetzt hier da vernünftig mitzuarbeiten zu können, werden wir die ganze Sache kopieren. Und zwar 4-mal, weil es 4 verschiedene Samples sind. Und dann schalten wir das hier mal auf Solo und versuchen mal die Stelle zu finden, wo der erste Sample steckt. Da war er. Genau. Dann schalten wir die Snap-Funktion aus, damit wir das genauer ansteuern können, weil dann sind wir nicht am Raster festgelegt. Ich zoome wieder näher ran, damit ich das besser einstellen kann. Und dann versuche ich den Anfang zu finden. Ja, das ist schon gut. Das hört sich schon gut an. Da ist es auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das ist okay so. Und dann ziehen wir den Anfang des Audioclips einfach auf unsere Markerposition. Ungefähr, das muss nicht hundertprozentig passen. Man kann natürlich auch jederzeit hier oben schauen, bei Position, und die hier unten mit vergleichen. Also ich habe es jetzt ziemlich genau getroffen. Ja. So, und das schieben wir jetzt einfach ganz an den Anfang. So. Und damit haben wir nämlich jetzt den Anfang unseres Samples gesetzt. Das hört sich ganz gut an. Ja, der Track von Otto Knows ist in einem 16. Takt. Das heißt, er verwendet für die Samples eine 3/16 Länge.
es ist eigentlich typisch, bei vielen Progressive House Tracks wird das verwendet. Das macht den Rhythmus einfach interessanter. Und damit wir das jetzt auf 3/16 einstellen können, schalten wir die Snap-Funktion wieder ein und stellen das Ganze auf 16 Noten und schieben das Ganze dann auf 3/16 Noten Länge. Ja, und hören uns das mal an. Das hört sich gut an. Das Einzige, was stört, ist am Ende, dass da noch schon wieder eine neue Silbe zu hören ist. Also die Snap-Funktion nochmal kurz aus und einen schönen Fade-Out reinbringen, dass wir das nicht mehr hören. Genau. Ja, das ist schon das erste Sample. Schalten die Snap-Funktion wieder ein und kopieren das Ganze. Und zwar 4-mal. Ja, damit ist der erste Teil schon mal fertig. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den zweiten. Schalten das hier aus und hier schalten wir auf Solo und suchen uns die zweite Stelle. Snap-Funktion schalten wir wieder aus, damit wir besser finden können und hören nochmal rein. Ja, da war es schon. Genau. Wir zoomen wieder ran, das genau einstellen können. Genau, da ist das zweite Sample. Versuchen wieder das ungefähr einzustellen. Das hört sich gut an, das war bei, genau, haben wir hier bei 33115 hier unten in der Transportkontrolle zu sehen und ziehen jetzt wieder den Anfang dorthin. So, das ist okay. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir wieder die 3/16 Länge erhalten. Dazu schieben wir das Ganze wieder direkt nach vorne, schalten unsere Snap-Funktion wieder ein und ziehen den Clip wieder auf 3/16. So, damit haben wir das zweite Sample auch fertig. So, das kommt dann natürlich hier hin und wird auch wieder 4-mal kopiert. Besonderheit in dem Fall ist jetzt, dass das letzte Sample hier auf 4/16 Länge gebracht wird. Ja. Das können wir uns jetzt nochmal zusammen anhören. Ja, muss ich natürlich die erste Spur auch solo schalten. Okay, das klingt schon nicht schlecht. Bei den anderen beiden Spuren verfährt man ganz genauso. Ich kann euch noch kurz zeigen, wo die Positionen in dem Lied sind. Also die schalten wir aus, schalten wir auf Solo. Das dritte Sample befindet sich ungefähr hier, ganz deutlich zu hören. Und das vierte Sample befindet sich da. Ja, dann würde ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen mit EQs arbeiten, denn das Problem ist, dass das Original noch ein bisschen viel Harmonien drin hat, durch die Gitarre, die da mitläuft, die man dann hier ganz deutlich hört. Da ist noch eine Gitarre mit im Spiel, die ziemlich tiefe Töne erzeugt und die natürlich die Harmonien dann durcheinander bringt. Deshalb würde ich hier auf jeden Fall einen EQ dazu packen, mit einem Low Shelf
Cut und die tiefen Töne rausfiltern. Ich habe das hier noch mit einem Vocoder auf Equalizer-Modus auch nochmal ein bisschen verstärkt, habe einen gewissen Hall drauf gebracht, damit das Ganze ein bisschen mehr Volumen kriegt und dann noch durch die Lautstärke auch noch ein bisschen erhöht. Das Ganze habe ich noch unterlegt mit einem Synthesizer, das hört sich dann so an. Und da ist ganz klar die Chord Progression zu erkennen. Und das hört sich wirklich in der Harmonie wirklich toll an. Also da hat sich der Otto Knows wirklich was einfallen lassen. Ja, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen inspiriert, dass ihr vielleicht selber mal mit Samples arbeitet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Tutorial auch wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.